again, now we're going to take a lot of this message that I said, the gospel, and we're going to take it to the ends of the earth. Und jetzt geht es darum, dass diese Botschaft, die das Evangelium ist, an die Enden der Erde gebracht wird. Alright, you can imagine this is Israel. Könnt ihr euch vorstellen, das ist Israel hier? Galilee, Hier. the dead, The red Das Rote da unten. You got the med, Mediterrane. the red, Also das and the dead. Rote und Remember? The med, red, and the dead. Alright? das mittlere Rote und das Tote. It's a red. Rough in the mud, the rough in the middle. All right. You guys had Sally last week, right? Wir hatten letzte Woche ja Lovely, proper English Sally. wunderbare, höfliche, britische Dame. And I'm a silly, wild American. Ich bin der alberne, wilde Amerikaner. I think she liked me when I worked with her, but I think I kind of drove her crazy too with my Americanness sometimes. Ich glaube, dass sie mich mochte, aber auch, dass ich sie ziemlich in den Wahnsinn getrieben habe mit meiner amerikanischen Art. She was technically my boss when I was on the ship. She was my training director. Als ich auf dem Schiff war, war sie eigentlich meine Chefin. And then 2 years later, I co-led the DBS, and she was my staff. That was kind of fun. Und 2 Jahre später war sie dann meine Mitarbeiterin, als ich das DBS geleitet habe. So we're kind of each other's bosses at the same time. Also waren wir einander, einer der Chef des anderen. Okay, so what did she tell you about Acts? How far did she go? What did she cover? Was hat sie über Apostelgeschichte erzählt? Wie weit ist sie gegangen She und went so? up to chapter 7 and then stopped. Das ist Kapitel 7 und da ist sie auch. So what subjects did she talk about? Was für Themen hat sie geredet? Talk about Pentecost? Über Pfingsten? Yeah, a little bit. Ein bisschen? Okay. Let's talk about Pentecost a little bit. Also reden wir Just for a moment, Pfingsten ein bisschen. That was yesterday. All right. To me, Pentecost is one of the main goals of the Bible. Pfingsten ist eines der Hauptziele der Bibel. You know, we think about Pentecost, we think about the gifts of the Spirit. Wenn wir über Pfingsten nachdenken, denken wir an die Geistesgaben. But it's much, much more deeper than that. Aber es geht so viel tiefer als das. Remember, when Jesus was sacrificed, Als Jesus geopfert wurde, the Holy of Holies was ripped open. das Allerheiligste wurde aufgerissen. Okay, the second temple, we don't have a. Okay, so back up. In Solomon's temple, when he dedicates it, there's this rush of wind and fire and smoke. Als der Salomo seinen Tempel eingeweiht hat, da kommt Wind und Rauch und alles rum. And in the tabernacle, we have the column of smoke and fire, right? Und im Tabernakel haben wir die Feuersäule, Rauchsäule. When we build the second temple in the post-exile period, there's none of that. Und mit dem zweiten Tempel, postexilisch, passiert nichts. Okay, but still the temple, the Holy of Holies, still represented the presence of God being separated. Aber der Tempel repräsentiert immer noch, wie die Menschheit von Gott getrennt ist. Okay? Now we talked about how those angels, the curtain ripping and the angels being dispatched. Und jetzt, genau, reden wir haben darüber geredet, wie die Engel da entlassen wurden, als der Fern gerissen ist. The separation between God and man is gone. Die Trennung ist weg zwischen Gott und Mensch. But we still live in this world. Aber wir leben hier noch in dieser Welt. And we saw in the Old Testament the judges and the prophets and some Und of the im Alten kings. Testament haben wir das bei den Propheten und manchen When Königen they gesehen. prophesied, when they went to battle, Wenn es Zeit wurde oder in den Krieg gezogen, said the Spirit of God came upon them. dass der Geist Gottes auf sie kam. Then they have a new vision, a new battle, and it says the Spirit of God came upon them. Und sie haben eine neue Vision und einen neuen Krieg und eine neue Schlacht, die zu schlagen ist, und der Geist Gottes kommt auf sie. Again and again. Wieder und wieder. At Pentecost, In Pfingsten. the Spirit comes. Der Geist kommt It stays. und bleibt It indwells. und weilt. And Joel talks about, I'll pour my Spirit out on all mankind. Joel berichtet davon, wie Gott sagt, ich werde meinen Geist unter den Menschen ausgießen.
So Pentecost is the next step in restoring our garden relationship with God. Pfingsten ist der nächste Schritt in der Wiederherstellung der Gartenbeziehung mit Gott. Jesus fulfilling David's promise of the son will build the temple. The promise of in David, the son building the temple. Das Versprechen zu David, dass der Sohn den Tempel aufbauen wird. Okay. Jesus fulfills that by making us the temple. Jesus erfüllt das, indem uns zum Tempel macht. The Holy Spirit, God's presence, lives within us. Der Heilige Geist, Gottes Gegenwart, lebt in uns. It's a restoration of the garden relationship. Es ist eine Wiederherstellung der Gartenbeziehung. It's not about the gifts. Es geht nicht um die Gaben. Those are great. Those are tools. Das Those sind are super, das sind Werkzeuge. ways to experience God. Arten, Gott zu erleben. The more important part is that God lives within. Das noch viel wichtiger ist, dass Gott in uns lebt. Is that you sitting here in class, Dass du hier in der Klasse sitzt, you doing worship, oder während dem Lobpreis, you doing homework, oder während den Hausaufgaben, you watching Netflix, wenn du Netflix siehst. it doesn't matter. You're as close to God as you can possibly get. Du bist so nah bei Gott, wie du nur sein kannst. Right here in this moment, every second, for every moment before and after. Jede Sekunde durchgehend. You are in the presence of God, whether you feel it or not. Du bist in der Gegenwart Gottes, egal ob du es fühlst oder nicht. That's what Pentecost is about. Und darum geht es bei Pfingsten. Okay? And some advantages of that is we get some gifts and we get some tools. Und dann kommen da noch Geschenke und Werkzeuge dazu. Okay, so Pentecost was already a festival, Pfingsten war schon ein Fest, Jewish festival. And again, ein jüdisches Fest. so at this time, we probably talked about how the Jews had spread out all over the Roman Empire, right? Und zu der Zeit, wir haben schon, ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, wie die Römer sich verbreitet haben zu der Zeit. Have you talked about that? Habt ihr darüber geredet? Okay. Alright, so, and a lot of the Jews had become Greek speakers, Und viele der Juden waren griechisch, or spoke other languages, oder hatten andere Sprachen, kind of lived in other cultures. haben in anderen Kulturen gelebt. Kind of like today, you have American Jews, you have German Jews, you have Israeli Jews, there's Puerto Rican Jews, there's Spanish Jews. So wie man heutzutage auch amerikanische Juden hat und deutsche Juden und puerto-ricanische Juden und sonstige Nationalitäten. So culturally, and at the same time, it's kind of the same thing. Jew isn't so homogenous, they're a bit culturally diverse. Und man sieht, das ist damals eigentlich auch so gewesen, dass das keine homogene Gruppe war unter den Juden. And so the Jews would often come on pilgrimages to Jerusalem. Und die Juden sind als Pilger nach Jerusalem gekommen. Now there's no easy jet or airplanes or quick way to get there. Und da es keine Fluglinien gibt, gibt es keine einfachen Methoden dahin zu kommen. And so they'd have to shut down their businesses, they'd have to save up, and they'd have to make the long journey. Die müssen ihr Geschäft schließen und sparen und so weiter, eine weite Reise. And they would make this pilgrimage, once or a couple times in their life, or maybe more, to Jerusalem for Passover. Und die machen diese Reise ein paar Mal in ihrem Leben wahrscheinlich für Passa. And so since they made this long journey, they would just, they wouldn't just stay there for a few nights and then turn around and go home. Und da sie schon diese lange Reise gemacht haben, bleiben sie nicht nur da für ein paar Tage und gehen dann wieder heim. They would stick around for a while, some of the festivals before and after Passover. Die versuchen die Feiern vorher und nachher auch noch ein bisschen mitzukriegen. Now in this particular Passover, Jesus is sacrificed. Und an diesem einen Passa wird Jesus geopfert. So there's Jewish witnesses to all these events and his resurrection that happened in this time from the surrounding area nations in the Roman Empire. Und deswegen haben wir jede Menge Zeugen, jüdische Zeugen aus dem ganzen römischen Reich. And they start believing. Und sie fangen Glauben an. Okay. And so what builds is, after Jesus is resurrected, he meets with disciples, and he says, keep praying. Und da sagt dann Jesus, okay, betet weiter, nachdem auferstanden ist. Und, Okay, before he ascends, he tells them what will happen. Und bevor in den Himmel auffährt, sagt ihnen, was passieren wird.
Basically, you'll take the gospel from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. Sagt, hier, ihr werdet das Evangelium aus Jerusalem nach Judäa, nach Samarien und in die Enden der Welt tragen. In the context of Acts, that'll be Rome. Im Kontext von Apostelgeschichte ist das dann Rom. And again, Acts kind of follows Paul. Und Apostelgeschichte folgt in Paulus. But just to note, that's a snapshot of one guy going out and evangelizing. Aber nur, um euch das bewusst zu machen, das ist nur einer, es geht fokussiert auf einen einzelnen Typen, der rausgeht, während viele das machen. From historical sources, we know a lot of disciples in Africa, India, and all over the world, okay? Aus historischen Quellen wissen wir, dass die anderen Apostel sind irgendwo nach Afrika oder nach Indien oder sonst irgendwo in die Welt gezogen, um von Jesus zu erzählen. We're not worried about that, we're talking about Paul. Aber darum geht es jetzt nicht, wir reden um den Paulus. Okay, so basically Jesus says, pray, my spirit will come upon you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Jesus sagt, betet, dass mein Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und der Welt. Okay, so at this time between now and Pentecost, you've got a bunch of Jews who are still very much Jewish. Und zu dieser Zeit zwischen Pfingsten und Ostern haben wir eigentlich einen Haufen Juden, die immer noch sehr jüdisch sind. They're going to the temple every day. Die gehen täglich in den Tempel. They're, going to prayers, they're eating kosher, etc., etc. Sie gehen zum Gebeten, essen koscher und so weiter. And they're meeting in this big house somewhere. Und sie treffen sich in irgendeinem großen Haus They're praying und beten. and the Spirit of God comes. Und der Geist Gottes kommt. And again, actually all these Jews are speaking different languages. Und wieder möchte ich darauf hinweisen, die reden alle unterschiedliche Sprachen. They're from the West Empire, they're speaking Latin. Die aus dem westlichen Reich kommen, sprechen dann Latein. Everybody in business is speaking the common language, Greek. Und die Geschäfte haben, sprechen Griechisch. There's dialects, local dialects, Aramaic at the time. Dann sprechen sie den lokalen Dialekt Aramäisch. The local language is Arabic, the religious language Aramaic, the religious language is Hebrew. Und die religiöse Sprache dort ist Hebräisch. And then you got stuff coming from the east, the Babylonians and all that stuff. Und dann hast du das Babylonische aus dem Osten. And then suddenly when the Spirit comes upon them, they all understand each other. Und auf einmal, als der Geist Gottes auf sie kommt, verstehen sie einander. They are now reunited with God and can understand each other in unity. Sie werden vereint in Gott und können eine neue Einheit bilden. I can't help to think, but this is a reversal of another story. Kann nicht anders als nur zu denken, dass das eine Umdrehung einer anderen Geschichte ist. Okay? Alright. Again, the early church is very Jewish. Wieder, die frühe Kirche ist sehr jüdisch. Okay? What we're going to say now. Okay, was sagen wir jetzt? These things are always interesting. Every time you do it, it's always a little bit different. Oops, I need to get to Acts first. Did you talk about the Romans in the Intertestament period at all? Habt ihr über die Römer und die zwischentestamentalische Zeit Okay, geredet? quick notes. Common language, Greek. Kurze Zusammenfassung, allgemeine Sprache Griechisch. Roman roads, great form of transportation. Die römischen Straßen, großartige Methode zur A unified kingdom. Transportation, ein einheitliches Reich. Roman law. Römisches Gesetz. That's important. Peaceful, relatively peaceful. Relativ friedlich. Causing riots causes problems. Aufstände zu verursacht Probleme. Talk about that at all? There's a term, Pax Augustus or Pax Roma, the peace of Rome. Der Pax Rom, der Friede Roms. Again, this is all relevant to Paul, trust me. Das ist alles relevant für Paulus. And so basically the Romans come in, they conquer,
And then they set up some rulers and their own rulers that are submitted to Rome, but then basically, you stay in peace and we'll leave you alone. Just pay your taxes. Und die Römer sagen letzten Endes einfach, ja, solange ihr friedlich miteinander seid und mit uns, dann zahlt eure Steuern und wir lassen euch leben. If you have riots or revolt against us, then we're sending the army back in and you don't want them. Wenn ihr euch auflehnt gegen uns, dann schicken wir unsere Armee wieder rein und dann, das wollt ihr nicht. Okay. So we're actually set up now to spread the gospel. Und dadurch ist ein gutes Setup da, um das Evangelium zu We have verbreiten. the full gospel message. We have Jesus fulfilling all the covenants. Und wir haben da Jesus den Bund erfüllt. We have the power of the Holy Spirit to go and take that gospel out. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, um das Evangelium zu verbreiten. All right? Ja. Did you guys talk about what the term gospel or evangelium means? Habt ihr darüber geredet, was das Evangelium, der Begriff What does it Evangelium mean? bedeutet? The good news, right? Gute And Nachricht. what kind of good news is it Und was ist es in the cultural context? im A kulturellen Kontext? new ruler. A new emperor is New ascending emperor. to the throne or is Yeah. born, right? Ein neuer König, Kaiser ist auf dem Thron. And who would go out and spread these messages Und wer würde rausgehen, in the cultural context? rauszubringen im kulturellen Kontext? Huh? Messengers? Messengers. Boten. All right? Yes. And these messengers had a very particular title. Und diese Boten hatten einen besonderen Namen. These particular ambassadors' messages that would bring out the good news of an emperor ascending to the throne or being born, they were specifically called, it's a Greek word, apostola or apostles. Also diese, die Nachricht rausgebracht haben, wurden Aposteler bzw. Apostel Okay? genannt. And they go to a city, Und gehen in der Stadt go to the gates, and proclaim, so-and-so emperor has risen to the throne. und diese gehen dann in die Stadt und sagen, dieser und dieser Kaiser ist jetzt auf dem Thron. And the people were expected, those loyal to Rome, were expected to say, Caesar is Lord. Und die Leute, die dem Thron treu sind, wurden dann erwartet, dass die sagen, dass der Cäsar der Herr ist. And to pledge their loyalty. Und ihre Nachfolge zu schwören. So Paul and the disciples are going to use this cultural context to spread their own gospel. Und diesen Kontext verwenden jetzt Paulus und die anderen, um das eigene Evangelium zu erzählen. That is the gospel in its very purest, simplest form. Und das ist das Evangelium in der kürzesten, reinsten Form. Jesus, the man who is God and man, Jesus, der Mensch, der Gott und Mensch ist, who was descended and born der herabkam und geboren wurde to a virgin, born to a virgin, durch eine Jungfrau, lived a life fulfilling the law of love God, love people, hat ein Leben gelebt, das das Gesetz erfüllt von Liebe Gott und Liebe die Menschen, fulfilled the covenants, died and was resurrected. hat das Gesetz, die Gebote erfüllt und ist gestorben und wieder auferstanden. Is, not was, Ist nicht wahr. Lord, Ja, ruler of the universe, unquestionably sovereign. Herrscher des Universums, unfragbar souverän. So to accept the gospel is to accept that Jesus is Lord over your life. Und die Botschaft des Evangeliums ist zu akzeptieren, dass Jesus der Herr über dein Leben ist. And lordship requires trust, it requires obedience, which means it requires faith. Und die Herrschaft erfordert Gehorsam und Obedience and what? Faith. Ja, und dadurch letzten Endes Glauben. And it's by faith that you are made righteous. Und durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Why is faith so important? Warum ist der Glaube so wichtig? Because you have faith in something, you trust something Denn wenn du was glaubst, dann vertraust du dem or someone. oder jemandem. If you trust that something or someone, you will likely obey that thing or someone that in the way that needs to be obeyed. Und wenn du jemandem oder etwas glaubst, dann wirst du dich so verhalten, dass das entsprechend rauskommt.
And if you obey that, obviously that thing is a Lord in your life. Und wenn du dem gehorchst, dann ist es ein Herr in deinem Leben, der Herr in deinem Leben. This is why faith is important. Und deswegen ist der Glaube This wichtig. is why God from the very beginning says righteousness is established by faith. Und deswegen sagt Gott schon von Anfang an, Gerechtigkeit wird durch den Glauben etabliert. Thus trust and obedience is a natural outcome. Vertrauen und Gehorsam ist da das natürliche Nachfolgen. Hebrews talks about the heroes of faith, but they never saw the promise. Der Hebräerbrief erzählt von den Glaubenshelden, die die Erfüllung gesehen haben. What's the point of faith if you never see the promise? Was ist der Punkt des Glaubens, wenn du die Erfüllung nie siehst? Because his faith is not about the promise. Denn Glaube geht nicht um das Versprechen. It's about the trust in the Lord. Es geht um den Vertrauen in den Herrscher. Because in Adam and Eve, we lost the fear of the Lord. We lost worship in God. Denn mit Adam und Eva haben wir den Vertrauen an den Herrn verloren. Wir haben die Herrschaft Gottes So verloren. to restore the God relationship, we restore fear of the Lord in Jesus Christ. Also müssen wir das wiederherstellen, indem wir die Furcht Gottes wieder wahrnehmen. By the way, wisdom literature, Die Weisheitsliteratur übrigens, Proverbs, Job, Ecclesiastes, Song of Solomon, das Hohelied und Prediger und so. it's all based off the creation narrative and that God created a moral order and is Lord of that order. Es geht komplett darum, dass Gott eine gewisse Weltordnung erstellt hat und dass er der Herr darüber ist. Therefore, there's a certain way to live in this world of created moral order. Und deswegen gibt es eine gewisse Art, wie man da drin leben sollte. And if you live according to that, you will do well. Und wenn du danach lebst, dann geht es dir gut. But in order to live in that order and to understand that order, you need to have lordship in God. Aber um das zu erleben, musst du Gott als Herrscher in deinem Leben haben. So that's the gospel that these disciples are going to take out. Und das ist das Evangelium, das die Jünger mit rausnehmen. You're going to see where this is going to cause problems. Wir werden sehen, wo das Probleme verursacht. Because the message at the time is Caesar is Lord. Denn die Botschaft zu der Zeit ist, Caesar ist der Herr. Of course, we know they're not trying to overthrow the Romans or establish an earthly kingdom like some of the Jews are. Natürlich wissen wir, dass sie kein irdisches Königreich aufrichten wollen, wie es einige der Juden wollen. But that can be easily confused. Aber das kann natürlich sehr leicht verwechselt werden. Yeah? Ja? Okay, so we have Pentecost, Also wir haben Pfingsten and it says the church continues to grow. und die Kirche wächst weiter. Under the power of the Holy Spirit, they evangelize powerfully. Unter der Evangelisation der Apostel wächst die Kirche gewaltig. They preach in the temple. Sie predigen im Tempel. These visitors from Rome and all over, they eventually go home by taking the power of the gospel with them. Die gehen irgendwann nach Hause und oder die Leute, die da zu Besuch waren, gehen nach Hause und nehmen die Kraft des Evangeliums mit sich. When we get to Romans, and Paul related to Romans, we'll see that the gospel had already made it to Rome before Paul ever gets there. Und wenn wir uns den Römerbrief anschauen, dann merken wir, das Evangelium ist schon in Rom angekommen, bevor Paulus dort ankommt. Okay? But at this time, Aber zu jener Zeit, okay, we get some of the church growing. wir sehen, wie die Gemeinde wächst. Again, they're very Jewish. Sie sind sehr jüdisch. All right? And then there's this little pesky problem that they try to put down with Jesus. Und dann gibt es dieses doofe Problem, dass in Jesus das versucht unterdrückt zu werden. So they killed him. Die haben ihn deswegen umgebracht. Then there's claims that he was resurrected. Und dann gibt es den Anspruch, sagen Leute, oh, der ist auch auferstanden. But they thought they got rid of the problem, Und sie dachten, sie sind doch gerade problemlos geworden. the Jewish authorities. But now the gospel of the church begins to grow. Und jetzt beginnt die Gemeinde fängt die Gemeinde Becomes an zu bigger and wachsen. bigger and bigger problem. Und größere Probleme kommen. All right? At that time, Zu dieser Zeit persecution starts to pick up. fängt die Verfolgung an.
Peter and some other guys are preaching in the temple. They try to beat him and try to stop him. Petrus und einige andere predigen im Tempel und andere wollen, dass sie aufhören und fangen an, sie zu verprügeln und so. So they keep threatening them. Sie bedrohen sie, But there was a wise Pharisee aber da gab es einen weisen Pharisäer named Gamaliel. mit Namen Gamaliel. Um, I'm wondering what the German name is. Oh well. Acts 22:3 is the different context. We might have the name in there. And he was considered the wisest and one of the wisest Pharisees. Und er wurde als einer der weisesten Pharisäer betrachtet. He tells them, hey, to the rest of those guys, like, hey, listen, we've had these other revolts before. There's lots of people trying to revolt against the Romans. And all those people have died and their movements faded out. Er sagt, wir hatten doch schon viele, die versucht haben, sich auch zu durchzusetzen als Messias und davon hat doch keine Bewegung standgehalten, also das wird hier wieder dasselbe sein. Now this Jesus guy, which looks very similar, if he has an overthrow thing, you've killed him and they're still going, but if it's not of God, they'll fizzle out too. Und er sagt, und dieser Jesus-Typ sieht ziemlich genauso aus wie die anderen, das wird sich schon von selber regeln. So, if they're not of God, they'll fizzle out and just let them. Don't fight it. Na, wenn das nicht von Gott ist, dann brauchst du sie gar nicht bekämpfen, das wird sich schon selber regeln. But if he is from God, aber wenn der jetzt von Gott and we ist resist him, und wir widerstehen dem, then we're shown to be standing against what God's doing. dann stehen wir doch gegen das, was Gott tut. So it just says, whatever, just shove them out, don't worry about it. Und er sagt, lass die einfach in Ruhe, das passt schon. But this Gamaliel had a student. Aber der hatte einen Schüler. But this student was a lot more passionate about getting rid of these guys. Und der war wesentlich leidenschaftlicher darin, diese Leute loszuwerden. And the student begins to get papers from the Sanhedrin to go out and persecute these Jews who are now following this Messiah figure, Christ. Und er zieht los, die Leute zu verfolgen, die verurteilt, die diesen Jesus nachfolgen. Who is this guy? Wer ist dieser Typ? Paul. Yeah. Saulus, Paulus, genau. Okay. Now, the Saul guy, Dieser Saul-Typ, he's from Tarsus. der ist aus Tarsus. He is what we call a Hellenic Jew. Ein hellenistischer Jude. He grew up in a Greek town. Er ist in einer griechischen Stadt aufgewachsen. He speaks Greek. Er spricht Griechisch. Looks like he's gone down to Jerusalem to study and learn Hebrew, and study the scriptures. Sieht so aus, als ob er nach Jerusalem gegangen ist, um da zu lernen und ausgebildet zu werden in der Schrift. When does Saul get the name Paul? Wann kriegt er den Namen Paulus? Anybody know? When in his life did he get the name? Wann bekommt er den Namen Paulus? Before he arrived in Damascus. Okay. Bevor er in Damaskus I'm angekommen going to ist? challenge your thought. Mit You want to guess? Wasn't he Saul to one group of people and Paul to the other group? Yes. War nicht Saulus für die einen Leute und für die anderen einfach Paulus? Saul and Paul, that guy, got both names the day he was born. Saulus, Paulus, er hat beide Namen bekommen an dem Tag, an dem er geboren wurde. When he was a little boy running around Tarsus playing with all his friends, they called him Paul. Als er durch Tarsus läuft und mit seinen Freunden spielt, da nennen sie ihn Paulus. When he's down in Jerusalem studying Hebrew with all his religious friends, they called him off a big figure in Hebrew history, Saul. Und als er dann in Jerusalem ist und mit denen redet, dann nennen sie ihn Saulus. He had a Greek name and a Hebrew name. Hat er einen griechischen und einen hebräischen Namen. And what happens eventually, we'll talk about that, when he stops, does less Jewish ministry and starts going more to the Greeks. Und was passiert, als er weniger mit dieser jüdischen und mehr mit dieser griechischen dem griechischen He's Dienst going to anfängt? relate to him as a Greek. Er verbindet sich mehr mit ihnen auf einer griechischen Basis. Okay. We also learn through his life that he's actually a Roman citizen.
Wir lernen auch, dass er ein römischer Bürger ist. Again, just because you're born in Rome doesn't mean you're a Roman citizen. Und wenn du in Roman Rom Empire. geboren wirst, dann heißt das nicht, dass römischen Reich geboren wirst, heißt das nicht, dass du römischer Bürger bist. You have to buy it or inherit it. Du musst es kaufen oder erben. A lot of the Jews were not. Die meisten Juden waren es nicht. Jesus was not a Roman citizen. Jesus war kein römischer Bürger.